Sie ging spät abends auf die Straße, ohne zu ahnen, dass sie bereits beobachtet wurde. Leere Bürgersteige, trübes Licht der Straßenlaternen, vereinzelte Passanten. Alles wirkte wie Teil einer gewöhnlichen, fast gemütlichen Stadtlandschaft. Aber Schritt für Schritt, von allen unbemerkt, verschwand sie einfach. Die Überwachungskameras konnten noch gerade ihre Silhouette erfassen, doch dann war nichts mehr zu sehen. Die Aufnahmen brachen ab, die Nachrichten hörten auf, das Telefon verstummte. Die Stadt verschlang sie wie ein wildes Tier, lautlos und spurlos. Was als harmloser Studentenabend begonnen hatte, verwandelte sich in einen wahren Albtraum. Und je tiefer die Ermittler in diese Geschichte vordrangen, desto deutlicher wurde, alles war weitaus komplexer, düsterer und beunruhigender, als es zunächst schien. Seit Hannah am frühen Morgen des 13. September verschwunden war, war mehr als eine Woche vergangen, ohne dass man eine Spur von ihr fand. Hannah Graham wurde in England geboren. Sie war die Tochter von John und Sue Graham und die jüngere Schwester von James Graham. Als sie 5 Jahre alt war, zog die Familie in die USA. Sie ließen sich in Stratford Landing im Bezirk Fairfax im Bundesstaat Virginia nieder. Hannah wuchs in einer glücklichen und wohlhabenden Familie auf. Sie war ein lebensfrohes, energiegeladenes Mädchen, das das Leben liebte. Hannah war intelligent, sportlich und talentiert, insbesondere in der Musik. Alle um sie herum hielten sie für eine bemerkenswerte Persönlichkeit, voller Energie und Charme. Aber alles änderte sich, als sie Jesse Leroy Matthew Jr. traf. Von diesem Moment an wurde ihre Welt dunkel und beängstigend. Auf allen Fotos sieht Hannah Graham stets glücklich aus. Von frühester Kindheit bis zu ihrer Jugend war sie voller Lebensfreude. Für diejenigen, die sie kannten, war sie eine Quelle der Kraft, jemand, der die Welt verändern konnte. Hannah hatte eine große Zukunft vor sich, doch diese wurde durch das Böse zerstört, das die Welt oft mit seiner egoistischen Verkommenheit heimsucht. Am Freitagabend, dem 12. September 2014, gegen 9:30 verließ Hannah ihre Wohnung im Wohnkomplex Grand Mark, um sich mit Freunden zu treffen. Gegen 23 Uhr gingen sie in ein Restaurant in Charlottesville, um bei einem Glas Wein zu entspannen. Danach begab sich Hannah zu den Camden Plaza Apartments in der 14. Street, um sich einer Party anzuschließen. Irgendwann fühlte sie sich unwohl und beschloss zu gehen. Ihre Freundin bot ihr an, sie nach Hause zu begleiten, aber sie lehnte ab. Ihre Wohnung lag nur wenige Gehminuten von Camden Plaza entfernt. Als sie jedoch gegen Mitternacht die Party verließ, ging sie in die entgegengesetzte Richtung, zum Restaurant Tempo, das nur wenige Blocks entfernt lag. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie Hannah die Straße entlang an Geschäften vorbei zum Einkaufszentrum im Zentrum von Charlottesville geht, wo sich das Tempo befindet. Um 0 Uhr schickte sie einer ihrer Freundinnen eine Nachricht, in der sie mitteilte, dass sie sich verlaufen habe und sich unwohl fühle. Vermutlich war Hannah zum Zeitpunkt der Nachricht stark alkoholisiert. Hatte sich die junge Frau einfach verlaufen oder war sie so betrunken, dass sie sich nicht mehr orientieren konnte? Am selben Abend, aber in einem anderen Stadtteil, besuchte der 32-jährige Jesse Matthew, Taxifahrer und Krankenpfleger, die Bar Lazy Parrot, um etwas zu trinken. Danach begab er sich in die Innenstadt, wo er verschiedene Bars besuchte und versuchte, Frauen anzusprechen. Einige von ihnen bemerkten, dass Matthews Verhalten unangemessen war. Nach einiger Zeit kreuzten sich die Wege von Matthew und Hannah. Zunächst ließ Matthew sie unauffällig vorbeigehen, doch dann nutzte er die Gelegenheit und folgte ihr. Hannah war stark betrunken, was ihre Reaktionsfähigkeit gegenüber ihrer Umgebung erheblich beeinträchtigte. Das war gefährlich, da sie allein war. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie Hannah ziellos durch die Straßen irrt, als wäre sie sich ihrer Umgebung nicht bewusst. Matthew ging auf sie zu, legte seinen Arm um ihre Schultern und gemeinsam gingen sie in Richtung des Restaurants Tempo. Matthew ging hinein und kaufte 2 Getränke. Es gibt widersprüchliche Angaben darüber, ob Hannah in der Bar war oder an einem Tisch auf der Straße saß und ob ihr tatsächlich Getränke gebracht wurden. In der letzten Nachricht, die Hannah ihrer Freundin schickte, schrieb sie: „Ich stecke fest." Diese Nachricht kam ihrer Freundin sehr seltsam vor. Es war bereits nach Mitternacht. Es war die letzte Nachricht, die Hannah an jemanden schickte. Hatte der Täter in diesem Moment sein nächstes Opfer gefunden? Am 14. September wurden Hannahs Freunde unruhig und meldeten sie als vermisst. Das letzte Mal hatten sie in der Nacht vom 12. auf den 13. mit ihr gesprochen. Nun konnten Freunde und Verwandte die junge Frau überhaupt nicht mehr erreichen.
Niemand hatte sie gesehen. Hannah war nicht jemand, der einfach so verschwand, ohne jemandem Bescheid zu geben. Sie war eine verantwortungsbewusste Person, und die allgemeine Besorgnis wuchs mit jeder Minute. Die Polizei begann sofort mit der Suche nach Hannah, und so schnell wie möglich wurden Ermittler des Staates und der Bundesbehörden hinzugezogen. Hannahs Verschwinden löste eine breite öffentliche Resonanz aus. In der Vergangenheit waren hier bereits andere junge Frauen spurlos verschwunden. Deshalb zog der Fall Hannah schnell die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf sich. Es war notwendig, sie so schnell wie möglich zu finden. Dank sorgfältiger Ermittlungen und der Auswertung von Videoaufnahmen der im gesamten Stadtgebiet installierten Überwachungskameras konnten die Ermittler die Chronologie von Hannahs Bewegungen in der Nacht ihres Verschwindens rekonstruieren. Sie verfolgten ihren Weg bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie zuletzt gesehen wurde, und stellten fest, mit wem sie zu diesem Zeitpunkt zusammen war. Zur gleichen Zeit versammelten sich Hunderte von Menschen an der University of Virginia, um ihre Solidarität mit der Familie von Hannah Graham zu bekunden. Viele von ihnen beteiligten sich aktiv an der Suche nach ihr und versuchten alles, um sie zu finden. Hannah hatte die Herzen vieler Menschen berührt, und niemand konnte ihrem Schicksal gleichgültig gegenüberstehen. Jetzt wollten sie etwas zurückgeben. Jesse Leroy Matthew Jr. wuchs unter schwierigen Bedingungen auf. In der Schule wurde er gemobbt, litt unter einem Stottern und hatte Lernschwierigkeiten. Trotzdem schaffte er es, alle Hindernisse zu überwinden und ein Vollstipendium für Football an der Liberty University zu erhalten. Doch Matthew hatte auch eine andere Seite. Im Jahr 2002, als er an der Universität studierte, wurde er der Vergewaltigung einer Studentin beschuldigt. Nach diesem Vorfall verließ er Liberty schnell und schrieb sich 2003 an einer anderen Universität ein. Aber auch dort zeigte sich seine dunkle Seite. Matthew wurde eines weiteren Vergewaltigungsfalls beschuldigt. Nachdem er sein Studium endgültig abgebrochen hatte, wechselte er einfach von einem Job zum nächsten. Einer seiner Arbeitsplätze war ein Taxiunternehmen in Charlottesville, Virginia. Er kannte sich in dieser Gegend gut aus und wusste, wie man sich dort zurechtfindet. Im Jahr 2005 wurde eine junge Frau überfallen, als sie aus einem Geschäft in Fairfax County nach Hause zurückkehrte. Nach Angaben des Opfers drohte der Mann, sie zu töten, wenn sie ihm nicht alles erlaubte, was er wollte. Sie überlebte und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei konnte am Tatort DNA-Proben sichern und ein Profil erstellen. In der Polizeidatenbank gab es jedoch keinen passenden Verdächtigen. Die Frau war so verängstigt, dass sie beschloss, in ihre Heimat Indien zurückzukehren. Seltsamerweise beschrieben Matthews Verwandte und Freunde ihn als einen Menschen, der immer bereit war zu helfen. Ihren Aussagen zufolge war er sanftmütig und großzügig. Selbst Frauen, mit denen er in der Vergangenheit zusammen war, sagten, er sei charmant und fürsorglich gewesen. Allerdings war Matthew wegen früherer Übergriffe angeklagt worden. Es ist bekannt, dass er mindestens ein Dutzend Übergriffe auf Frauen begangen haben soll, etwas, das für viele unvorstellbar war. Eine Freundin von Matthew erzählte den Ermittlern, dass er eine schwierige Kindheit gehabt habe. Mit schwierig meinte sie, dass er Opfer sexuellen Missbrauchs geworden war. Jesse war während seiner Grundschulzeit von mindestens 3 verschiedenen Personen missbraucht worden. Eine davon hatte ihn besonders oft belästigt und gezwungen zu schweigen. Weder Verwandte noch Freunde konnten diese Informationen bestätigen. Aber Matthew bestand darauf, dass er Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sei. Und dass dies, wie er sagte, der Grund dafür sei, dass er sich von einem freundlichen, sensiblen Jungen zu einem grausamen und herzlosen Menschen gewandelt habe. Könnte seine Erziehung der Grund dafür gewesen sein, dass Matthew begann, sich selbst zu zerstören? Sein Vater litt unter Alkoholismus und war oft nicht in seinem Leben präsent. Im Jahr 2006 wurde er sogar wegen unsittlichen Verhaltens verhaftet. Welches Vorbild gab der Vater seinem Sohn? Könnten diese Erfahrungen sein weiteres Leben geprägt und ihn schließlich zu einem Serienmörder gemacht haben? War Jesse von Rache besessen oder waren seine Taten von einem inneren Drang getrieben? Am 19. September erhielten die Ermittler die Erlaubnis, Matthews Wohnung zu durchsuchen. Bei dieser Durchsuchung fanden sie ein Mobiltelefon ohne SIM-Karte sowie eine Herrenshorts, auf der DNA-Spuren entdeckt wurden. Bei der weiteren Untersuchung wurden in der Shorts Matthews Sperma sowie Hannahs DNA nachgewiesen. Außerdem wurde Hannahs DNA auf der Beifahrertür von Matthews Auto gefunden. Am nächsten Tag wurde ein zweiter Durchsuchungsbefehl für die Wohnung ausgestellt. Die Ermittler erklärten, dass sie ihn noch nicht wegen Hannahs Verschwindens angeklagt hätten, aber er sei die letzte Person gewesen, die sie in der Nacht ihres Verschwindens gesehen hatte.
Nach Abschluss der zweiten Durchsuchung verließen die Ermittler das Gebäude mit mehreren Taschen voller Beweismaterial. Unter den Gegenständen befanden sich Matthews Telefon, Bettwäsche, Kissen, Kleidung, Zahnbürste, Haarproben, seine Brieftasche, Lebensmittel, Zigaretten und Fasern, die sie gesammelt hatten. Nachdem sie einen dritten Durchsuchungsbefehl erhalten hatten, beschlagnahmten sie eine weiße Shorts, ein burgunderrotes Hemd sowie ein Handtuch mit einem rotbraunen Fleck. Matthew besaß einen orangefarbenen Chrysler Sebring, der ebenfalls beschlagnahmt wurde. Die Ermittler riefen einen Hundeführer hinzu, dessen Spürhund Hannahs Geruch am Hintereingang von Matthews Wohnung, an der Beifahrertür seines Autos und an einem nahegelegenen Mülleimer aufspürte. Am 20. September wandte sich Matthew an die Polizei und erklärte, dass er einen Anwalt hinzuziehen wolle. Dabei weigerte er sich, Aussagen zu Hannah zu machen. Nach den vorliegenden Informationen verließ er daraufhin die Polizeistation, stieg in sein Auto und fuhr davon. Die Ermittler nahmen ihn ins Visier, doch er konnte entkommen, woraufhin eine landesweite Fahndung eingeleitet wurde. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass Matthew einen neuen Führerschein beantragt und einen Großteil seines Geldes von der Bank abgehoben hatte. Außerdem wurde bekannt, dass Matthews Familie ihn gebeten hatte, den Ermittlern alle ihm bekannten Informationen über das Verschwinden von Hannah Graham mitzuteilen. Seine Tante Alice Fletcher teilte der Polizei mit, dass die Familie alles in ihrer Macht Stehende tue, um Hannahs Angehörige bei der Suche nach ihrer Tochter zu unterstützen. Am 24. September wurde Matthew in Galveston County am Strand von Texas gesehen. Da Matthews Auto beschlagnahmt worden war, benutzte er nun den blauen Nissan seiner Schwester aus dem Jahr 1997 und lebte in einem Zelt am Strand. Ein Passant erkannte ihn aus den Nachrichten und rief den Notruf. Schließlich wurde Matthew festgenommen und in das Regionalgefängnis von Charlottesville gebracht, wo er bis zur Verhandlung festgehalten wurde. Unterdessen wurde die Suche nach Hannah Graham fortgesetzt. Am 18. Oktober entdeckten Ermittler Skelettreste in einem dichten Wald hinter einem leerstehenden Haus. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt und die Ermittler weiteten die Suche aus, um weitere Überreste zu finden. In der Nähe wurden ein verkürzter Top und eine Jeans gefunden, die denen ähnelten, die Hannah in der Nacht ihres Verschwindens getragen hatte. Der Top war auf links gedreht und bei der Hose war ein Hosenbein umgeschlagen. Außerdem wurde eine Uhr gefunden, aber Unterwäsche, Schuhe und Mobiltelefon fehlten. Ein Bewohner des Nachbarhauses berichtete den Ermittlern, dass er am Morgen des 13. September gesehen habe, wie Matthews Auto rückwärts in die Zufahrt hinter dem Haus gefahren sei. Das Tor war geschlossen und im Auto befand sich niemand. Die Ermittler fanden heraus, dass Matthew diesen Ort gut kannte. Da er in den letzten Jahren als Taxifahrer in dieser Gegend gearbeitet hatte, wusste er genau, wo sich abgelegene und verborgene Orte befanden. Die Überreste wurden zum leitenden Gerichtsmediziner Dr. Kevin Whaley in Richmond gebracht, der eine Autopsie durchführte und feststellte, dass der Tod durch Gewalteinwirkung eingetreten war. Die wahrscheinlichste Todesursache war Ersticken. Weitere Untersuchungen führten zu 2 weiteren Schlussfolgerungen. Erstens wurden 2 Nasenbrüche festgestellt. Zweitens handelte es sich bei dem Opfer tatsächlich um Hannah Graham. Als die Ergebnisse der DNA-Analyse vorlagen, konnten die Ermittler Matthew eindeutig mit dem Mord an Hannah Graham in Verbindung bringen. Dank der forensischen Untersuchung wurde er jedoch auch mit einem weiteren Verbrechen in Verbindung gebracht, das im Oktober 2009 begangen worden war, dem Mord an Morgan Harrington. Im Januar 2010 wurden Morgans Überreste auf einer Farm in Anchorage, Virginia, gefunden. Der Besitzer der Farm hielt sie zunächst für Tierknochen. Als er jedoch näher kam, erkannte er, dass es sich um menschliche Überreste handelte und rief die Polizei. Morgans Tod wurde als Mord eingestuft. Als Ergebnis dieser schockierenden Entdeckung stellte sich heraus, dass die Überreste von Hannah und Morgan nur 2 Kilometer voneinander entfernt gefunden worden waren. Die auf Morgans Hemd entdeckten Spuren stimmten mit Matthews DNA überein. Bemerkenswerterweise entsprach seine DNA auch einem Profil aus einem früheren Überfall, der sich 2005 in Fairfax, Virginia, ereignet hatte. Nun wurden 3 junge Frauen mit der Brutalität desselben Mannes in Verbindung gebracht, vergewaltigt und ermordet von einem Serienmörder. Was Jesse Matthew und seine mögliche Vergangenheit betrifft, wie wurde dieser Mann zu einem Serienmörder? Um diese Frage zu beantworten, muss man den Prozess seiner Persönlichkeitsentwicklung von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter betrachten. Das Verhalten eines Menschen wird sowohl von seinen Erfahrungen
als auch von biologischen Faktoren beeinflusst. Serienmörder sind, wie alle Menschen, das Produkt ihrer Vererbung, ihrer Erziehung und der Entscheidungen, die sie im Laufe ihres Lebens treffen. Am 10. Februar 2015 wurde Matthew offiziell des Mordes an Hannah Graham angeklagt. Das Gericht befand ihn des Mordes ersten Grades und der Entführung zum Zwecke der Vergewaltigung für schuldig. Die Staatsanwaltschaft forderte für Jesse Matthew die Todesstrafe. Am 2. März 2016 schloss Matthew jedoch einen Deal über ein Geständnis ab. Er gestand den Mord an Hannah Graham und Morgan Harrington im Austausch für die Aufhebung der Todesstrafe. Matthews Familie bat den Richter um Milde. Der Prozess gegen ihn dauerte aufgrund des Schuldbekenntnisses nur knapp 3 Tage. Er wurde zu 4 lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung verurteilt. Außerdem wurde er wegen Körperverletzung und Vergewaltigung im Bezirk Fairfax im Jahr 2005 angeklagt. Als Richter David Schell das Urteil verkündete, betonte er, dass Matthews Taten besonders grausam und erschreckend gewesen seien. Nach der Urteilsverkündung schrie Matthews Mutter auf und musste aus dem Gerichtssaal geführt werden. Matthew selbst hörte während des gesamten Prozesses aufmerksam zu, sprach leise mit seinem Anwalt und zeigte vom Beginn bis zur Urteilsverkündung keine sichtbaren Emotionen. Er bat seinen Anwalt, sich in seinem Namen bei den Familien der Opfer zu entschuldigen. Matthew wollte, dass sie wussten, dass er alles, was er getan hatte, und den Schmerz, den er ihnen zugefügt hatte, zutiefst bereute. Keine tröstenden Worte, keine Umarmungen und keine Entschuldigungen des Angeklagten können den Verlust eines Kindes wettmachen. Aber vielleicht gibt es in dieser Geschichte doch einen Platz für Abschluss und für Heilung, für die Familien und Freunde, die diese jungen Frauen geliebt haben und weiterhin lieben. Nach dem Prozess wandten sich die Eltern von Hannah Graham an die Gesetzgeber mit der Bitte, die DNA-Datenbank des Bundesstaates zu erweitern. Im Jahr 2010 war Matthew wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden. Er wurde zwar für schuldig befunden, aber sein Vergehen wurde nicht als schwerwiegend genug eingestuft, um DNA-Proben zu entnehmen. Hannahs Eltern wollten, dass die Liste der Straftaten, für die eine DNA-Analyse vorgeschrieben ist, erweitert wird. Wenn eine Person ein neues Verbrechen begeht, gibt die Datenbank alle Informationen über sie preis, sodass die Polizei schnell reagieren und den Täter festnehmen kann. Hätte es ein solches Gesetz zum Zeitpunkt von Matthews Verhaftung im Jahr 2010 gegeben, sind Hannahs Eltern überzeugt, dass ihre Tochter ihm nie begegnet wäre und heute noch am Leben wäre. Im Juni 2018 unterzeichnete der Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, einen Gesetzentwurf, der die Liste der Straftaten erweitert, bei denen eine DNA-Probe in die staatliche Datenbank aufgenommen werden muss. Nach Hannahs Tod beschloss ihre Mutter, sich der Organisation Save the Next Girl zu widmen. Diese gemeinnützige Initiative wurde im Gedenken an Hannah gegründet, um junge Frauen für die Gefahren zu sensibilisieren, denen sie ausgesetzt sein können. Im Dezember 2020 wurde Matthew unter strenger polizeilicher Bewachung aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus in Richmond verlegt. Bei ihm wurde Darmkrebs im 4. Stadium diagnostiziert. Jill Harrington, Morgans Mutter, sagte: Obwohl wir die Informationen über Jesse Matthews Gesundheitszustand zu schätzen wissen, sind wir nicht daran interessiert, etwas über seinen unvermeidlichen Tod zu erfahren. Wir sind nicht an Rache interessiert. Alles, was wir wollten, war, Jesse Matthews zu stoppen. Das ist geschehen. Seine Serie schrecklicher Verbrechen ist beendet. Im Dezember 2022 lebte Jesse Matthew noch. Derzeit gibt es keine weiteren öffentlichen Informationen über seinen Gesundheitszustand. Die Geschichte von Hannah Graham ist nicht nur der Fall einer vermissten Studentin. Es ist eine Geschichte darüber, wie Raubtiere jahrelang unbemerkt unter uns leben können. Sie gehen auf denselben Straßen, trinken in denselben Bars, lächeln genauso wie wir. Und manchmal warten sie einfach nur. Hannah war klug, aufmerksam und kontaktfreudig, aber selbst das reichte nicht aus. Manchmal genügt ein einziger falscher Schritt, eine einzige Begegnung, um zu verschwinden. Das Schrecklichste daran ist, dass Hannah nicht die erste war. Ihr Verschwinden war der Schlüssel, doch dahinter verbarg sich eine ganze Reihe von Verbrechen, die ohne ihr Opfer im Dunkeln geblieben wären. Wir glauben gerne, dass wir in einer kontrollierten Welt leben, dass das Böse etwas Fernes, Seltenes, Außergewöhnliches ist. Doch die Wahrheit ist, dass es ganz nah sein kann. Still, unauffällig, höflich, mit einem ganz normalen Gesicht. Hannahs Fall ist eine Mahnung. Sicherheit ist eine Illusion. Und selbst helle Orte können Dunkelheit verbergen.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.